Hallo und willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr schon, schauen wir uns hier das Team Reveal von Sport Racing an. Diesem Video hier, was hier EA Sports F1 hochgeladen hat. Vor 5 Tagen. Ich habe das Video halt schon gesehen. Aber trotzdem können wir ja nochmal darauf reagieren. Später hören wir uns dann noch den Official Reveal Trailer an von F1 23. Den habe ich noch nicht gesehen. Und ja, das machen wir dann auf jeden Fall. Starten jetzt hier rein mit dem Sport Racing Team. Let's go. Hello and welcome to the launch of the all-new Sport car, one of F1's most anticipated reveals for some time. Ich habe überlegt, vielleicht macht man Untertitel rein, aber das geht nur auf Englisch. Okay, dann ist wurscht. We've already seen the Red Bull team with Max Verstappen and Sergio Perez dominating the podiums. And what an astonishing start Alonso is having, pulling Aston Martin into contention. It's great to see Fernando doing well. Of course, you can never write off Lewis Hamilton and the Mercedes team as they move through the gears. Die Saison eigentlich schon. And with the new team coming to the party as well, it's going to be exhilarating stuff. I just cannot wait for how this car is going to perform. But now it is my absolute pleasure to introduce you to our all-new car on the starting grid for F1 23. This is Sport. There's a huge amount of buzz in the paddock associated with Sport. The car will look great on the grid. Let's see how it performs on track. In Devon Butler, they have one of the most exciting drivers of the modern era. Competition is welcome. It's great to see another team on the grid. Ja, nice, hier die Stimmen der echten Fahrer von Verstappen und Hamilton. Nein, nicht Hamilton, Leclerc. And motorsports, both in the real and virtual worlds. His new role with Red Bull showcases racing and talent across social media. Please welcome the Twitch sensation himself, Dirk Chocolates. Dirk, welcome. It's fantastic to have you here with us today. It's a pleasure to be here. Now, I've been following your Twitch commentary this season. You've clearly been quite revved up about what's been going on. So tell us, how do you feel about this season so far? Yes, it has been an absolute quality season so far. The Red Bulls have been absolutely dominant and I've been loving it. Devon Butler is now driving for Sport and that is so exciting. He's a cocky and mercurial talent, but we know that he has a massive potential to go along with that massive ego. Now, what are your feelings on that? He certainly isn't shy about coming forward with his opinions. He's quite abrasive with his style. He's quite an aggressive driver. You need a little bit of ego and that aggression in Formula One, so that's how you get to the top. Right. Now, unfortunately, Sport's star driver is headed for the track and cannot be with us today, but we do have him on a call. Hello, Devon. Yo, Naomi. Hey. Ja, ganz interessant bisher. Taking out the time today to call in. How are you feeling about the switch to this new team and this new car? Listen, it's great to be in a team that believes in what you can do and is just smart enough to get out of the way and let me. Aber diesen Overall hier haben sie auf jeden Fall gut hinbekommen. Auch das da hinten im Hintergrund sieht schon ganz gut aus. Now, how do you feel about the new Sport car? Do you think it's going to stack up against the competition? Naomi, that is too soon to tell, but if the car's got any chance of topping the podium, then I am the guy who's going to get us there. You can tell the front runners to keep their eyes on their mirrors, because it won't be long before I am gunning for them. Devon, it's good to see you back on the track, mate. I'm sure you're going to have a great season. Ich hoffe, man kann ihn wieder so besiegen wie in F1 21. Weil der ist einfach nur komplett unsympathisch. Very special guest to talk about how the car was built, the inspiration, the design and the aspiration. Please give a massive warm welcome to the Senior Vice President of Sport, Tim Fellows. Welcome, Tim. Thank you so much for coming onto the show. We know how Der Overall ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Thanks, Naomi. Hey, Dirk. How exciting is this? It's absolutely brilliant to be here and to have you on the show. I'd love to know how you're feeling right now, getting so close to the car reveal. Pretty emotional, to be honest. Well, we can completely understand that, so we won't keep you waiting any longer because it is the moment that you've all been waiting for, the moment we've been highly anticipating. It's time to reveal the new team car, Sport.
Das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, da kann man nichts dagegen sagen. Hier mit den ganzen Fake-Sponsoren. Ja, sieht ganz nice aus. Tim, the car is looking absolutely brilliant. I can imagine you're only excited to finally have the covers off. I speak for everyone at Connor Sport here. Seeing all the hard work and dedication, the passion of the team, the quality of the engineering, the desire of the pit crews, just the commitment of everyone, is truly inspiring. I feel very proud. You should be very proud. Now, I'd love to know, what are your ambitions for this first season? What does a first successful season look like for your team? Well, I guess it's the same for us as everyone. The key will be performance. Then it's a bit of consistency, try and pick up a few points along the way. We'll develop the car and the team. Hier schön dieses Fake-Sponsor Zanetti. Avolo. Gibt's ja auch in F1 22. How is it over there? I think we all just want to go racing. I mean, we've got a car that I feel can compete, and we've got a chance of being right up there. Now tell me, I want to understand a little bit about the process of what it takes to get to where we are today. For sure, we started with our existing structure and we went from there. You need a solid base to build from. That's the engineering, the software. Ja, ehrlich gesagt, das juckt halt keinen. Das Einzige, was man doch haben will, ist einfach ein bisschen Info zu F1 23. Wirklich. How do they fit into the Connor Sport dream, and what's Devon been like to manage? Well, Devon is Devon. He's not everyone's cup of tea. He's highly opinionated, he's pretty ego-driven, but he has given us something unique. His driver insight, and he is so well respected in the F1 world, has helped us build this exceptional car. And with Devon, I think we've got a potential future world champion. Wow, fantastic. Well, Tim, it has been an absolute pleasure having you here, and I can only wish you luck for the rest of the season. Thank you both so much for having me. Thank you so much for coming. Okay, well, now that we've heard the team's perspective, let's talk to an expert F1 commentator, co-founder of P1, and all-round superfan. Please welcome Matt Gallagher. Den kennen wir doch. So much for joining us. Now, before we Nicht wie die anderen beiden. Da. Get your reaction on this brand new car. It's great, isn't it? Especially under the lights. It's a thing of beauty. How do you think it's going to perform on the track this season? Well, as always with a new car on the grid, it's exciting, but we know that they've signed a star driver, Devon Butler, and so it gives a very strong whiff at the ambition that this team want to achieve something this year. What do you reckon his prospects are this season? Ich frage mich immer noch, ob die das da rein editiert haben oder halt wirklich ein Auto angemalt haben. So, aber es sieht schon rein editiert aus. Wow, sit up and take notice, you say. Now, what do you think? Are you expecting some podiums in there? New teams and cars, they need a bit of time to gel. But from where I'm sitting, or standing, I guess, and looking at the teams further down the table, this team very much has a chance of being a contender, but we'll have to wait and see. It would be nice to see another team giving more established teams a real run for their money this year. It certainly will, and we can't wait to see it. Matt, thank you so much for sharing your thoughts with us today. Okay, well, we are almost at the final lap of the show. And do you know what, Dirk? I cannot wait to see how this super cool new F1 car delivers on track. They have everything in place and all the right ingredients to fight for the points and podiums. Now, the checkered flag is flying on this show, but there is still plenty more F1 news coming up. So keep your visors up and your eyes Das war's auf jeden Fall von diesem Team-Reveal hier. Ganz schön gemacht. War auch nichts allzu Besonderes. Und hier haben wir es dann auch schon. Der Official Review beginnt am 1. Mai. Ich bin jetzt hier, wo ich das aufnehme, am 3. Mai, wo auch dieser Trailer hier rauskam. Und dahin würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich. Den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das wird dann meine erste Reaction dazu. Also rein da. Gleich mit diesem Connor Sport Auto hier. Das sah auf jeden Fall schon mal realistischer aus. Before a race begins, anything is possible. It's like the world holds its breath. Wer auch immer er ist. Why are you hesitating? Das sieht mir sehr nach einem Story-Modus aus.
Every season you want to step up. There's always something to improve. Charles Leclerc hier auch mit dabei. Okay, box, box. Heißt das, dass wir rote Flaggen bekommen? I want to be the best I can be, and I want to win. And it's lights out and away we go. Do you know how I look losing easy points like this? Das haben wir auf jeden Fall nach Jaden Jackson. Nach Aiden Jackson. Nicht nach Jaden Jackson, sondern nach Aiden Jackson aus. The question is, Who will be? The last to break. Boah, das war auf jeden Fall mal ein ganz cooler Trailer hier. Am 16. Juni. Draußen, also etwas früher als sonst, wobei nicht so extrem viel früher. Und man kann es vorbestellen für den 13. Juni. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Sehr gut gemacht hier. Mit Max Verstappen und Charles Leclerc. Hier, das finde ich auch ganz interessant. In der Formel 2. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. Dazu hier dann halt noch Conor Sport. Eigentlich hat den Hauptteil hier übernommen. Sonst die Grafik lässt sich schon sehen. Also das fand ich schon nicht so schlecht. Wo haben wir das nochmal? Hier. Wobei so extrem verändert hat sich da auch nichts. Ja. Das sieht halt sehr danach aus. Jetzt werden hier Aiden Jackson und Devin Butler Teamkollegen bei Conor Sport. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine wichtige Sache, die ich euch zeigen wollte. Und zwar, was hier auf Steam stand. Und zwar sei der letzte, der bei EA Sports Vereins 23, dem offiziellen Videospiel zur FIA Formula One World Championship 23, bremst. Und zwar steht hier halt dabei, es gibt ein neues Kapitel des Breaking Point Modus. Dazu halt das Vegas und Katar und F1 World. Verdiene die Belohnungen und Upgrades in F1 World. Das wird auf jeden Fall interessant. Dann hier noch rote Flaggen und 35% Renndistanz. Das wird richtig geil. Für so Leute, für die 50% Rennen etwas zu viel sind, wie für, zum Beispiel für mich. Also das ist sicher mal was zum Ausprobieren in der Karriere. Dazu haben wir jetzt dann noch hier ja, nichts mehr besonders Neues. Hier wird halt Breaking Point 2. Las Vegas, Katar, rote Flaggen, 35% Renndistanz und halt F1 World. Schließe Herausforderungen ab, Kämpfe und Belohnungen und erhalte Upgrades, indem du die F1 mit Hilfe eines neuen Fortschrittssystems durchläufst. Das wird auf jeden Fall interessant. Und damit würde ich sagen, war es das dann halt auch schon von diesem Video hier, wo wir uns nochmal hier den Trailer reingezogen haben. Hier sieht man auch schon etwas Gameplay halt. Ja, ich habe das jetzt absichtlich ziemlich leise, da ich jetzt hier das Outro machen will. Ja, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Mal schauen, was wir sonst noch für News bekommen. Aber ich meine, allein Story-Modus, 35% Renndistanz, rote Flagge. Das ist schon ganz cool. Wenn dann noch das Handling passt und die KI etwas verbessert wird, könnte das eines der besten F1-Games werden. Aber ich will den Hype nicht zu hoch setzen. Ja, und dann lasst gerne ein Like da. Hier ist noch ein aktuelles Video. Klickt da gerne drauf. Bis zum nächsten Mal und ciao.